Ja, und damit willkommen zu den Blacklist Stories. Ja, in Zukunft wird es hier an der Stelle direkt mit der Story losgehen, aber das ist jetzt ja auch die erste Folge quasi. Da erkläre ich euch mal ein bisschen, worum es hier genau geht. Ihr wisst ja, einige zumindest von euch, hier haben damals viele Story-Videos gemacht. Wir haben die ganze Most Wanted Story auseinandergepflückt und so weiter. Am Ende meiner Videos ist ja immer eine Playlist verlinkt. Da findet ihr so ziemlich alles über die Story, aber auch andere Inhalte von Need for Speed und anderen Racing Game Stories. Und ja, da werden wir in Zukunft mal auf alle 15 eingehen. Wie ihr wisst aber, die Stories von den Spielern bzw. von den Charakteren waren im Canon nicht besonders groß. Wir hatten halt diesen Lebenslauf und das war eigentlich fast alles. Da gab es nie so eine große Background-Story. Deswegen habe ich zum Unterhaltungswert einfach ja, noch ein bisschen dazu gemacht, quasi mir eine Story ausgedacht, also quasi eine Fanfiction, das solltet ihr immer beachten, es dient halt der Unterhaltung und wenn ich nur die normale Story bzw. den normalen Hintergrund nehmen würde, wäre das alles immer ziemlich kurz und ich dachte, ich verleihe damit dieser ganzen Story, die wir damals alle so gefeiert haben, noch ein bisschen mehr Tiefe. Würde mich freuen, wenn ihr euren Support raushaut mit einem Like und Kommentaren. Na, ihr könnt natürlich auch dazu schreiben, was ihr euch vielleicht bei zukünftigen Charakteren wünscht, was ihr euch vorstellt, was die so gemacht haben, bevor sie Blacklist-Fahrer waren und so weiter. Tess und Vic sind schon fertig, da geht nichts mehr, aber für die anderen könnt ihr gerne was raushauen. Aber okay, legen wir los. Sony war die Nummer 15 auf der Blacklist. Diesen Platz nahm er allerdings erst ein, nachdem Razer den M3 GTR hatte. Zuvor belegte er den 14. Platz auf der Blacklist. Sein richtiger Name ist Ho Soin und er war etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt, als es zu dem Rockport-Vorfall kam. Sony kam 2 Jahre vor dem Rockport-Vorfall in die Stadt. Zuvor lebte er und arbeitete in Olympic City. Die Geschichte über einen Street Racer, der mit einem Nissan Skyline die ganze Racing-Szene in der Stadt dominierte, machten ihn auf diese Szene aufmerksam. Schnell fand er eine neue Leidenschaft in getunten Autos und fasste Pläne, wie er sich selbst einen Namen machen könnte. Bevor er sich aber dem Street Racing widmete, war er IT-Spezialist. Er entwickelte ein Programm, über das nichts Genaueres bekannt ist und verdiente damit eine kleine, aber stattliche Summe. Er investierte sie in seinen Golf 5 GTI, welchen er mit einem auffälligen Design ausstattete. Auch war er einer der Zeugen, die den Anschlag auf den Fahrer, der Eddie besiegte, miterlebten. Dies veranlasste ihn, umzuziehen, da ihm die ganze Situation in Olympic City nicht geheuer war. Er beschloss also, sich nach Pullman City aufzumachen, um dort seine Rennen zu fahren. Allerdings musste er sehr schnell feststellen, dass man dort alleine fast nichts erreichen kann oder auch gar nicht erst die Möglichkeit bekommt, an Rennen teilzunehmen, denn die ganze Stadt war von Crews beherrscht. Er versuchte also in eine Crew zu kommen und das war gar nicht so einfach, denn spezielle Crews haben sich auch auf spezielle Fahrzeuge spezialisiert und da blieben ihm am Ende nur noch die Scorpios oder Rotor 4. Bei den Scorpios hat man ihn relativ schnell abblitzen lassen. Die hatten alle ziemlich schnelle High-End-Fahrzeuge, Mitsubishi Evo, Nissan Skyline und. Und mit seinem kleinen Golf 5 konnte er da nicht viel reißen. Irgendwann traf er jemanden von Rotor 4 und er bekam die Chance, sich zu beweisen. Auch dort war er nicht unbedingt der Schnellste, aber in den kleinen städtischen Strecken, da machte er mit seinem Golf eigentlich eine ganz gute Figur, weshalb der Boss von Rotor 4 ihm eine Chance gab. Normalerweise hatten die Crews immer spezielle Designs, aber da er noch neu war, durfte er diese Farben noch nicht annehmen. Die Rotor 4 zum Beispiel hatten immer grüne Autos mit einem orangenen Motorenvinyl an der Seite. Der Name der Crew und das Logo waren eine Referenz an Wankelmotoren von Mazda, die oft von Mazda oder immer bei Mazda RX-7 und RX-8 zum Beispiel vorkamen. Und da hatte er einfach auch nochmal mega Glück, dass sie ihn überhaupt dran gelassen haben mit seinem Golf. Und ja, dort ist er dann einige Rennen gefahren, konnte seinen Wagen noch ein bisschen weiter tunen. Aber eines Tages machte sich eine neue Crew breit in ihrem Gebiet. Und zwar Kenji mit seiner Bushido Crew.
Und selbst die Scorpios konnten da nicht mehr mithalten und so gerieten diese beiden Crews quasi ein bisschen nach hinten und Bushido übernahm da so das große Ding. Und eines Tages geriet Sony leider in einen Konflikt mit den Fahrern von Bushido und auch Kenji hat sich eingemischt und es gab gewaltigen Ärger zwischen den Crews, bis sich dann irgendwann der Boss von Rotor 4 entschied, yo, Sony, du musst verschwinden, wir können dich hier nicht mehr gebrauchen, du gewinnst keine Rennen mehr und das war's. Also war Sony wieder für sich alleine. Und da er ohne Crew in Pullman City nichts erreichen konnte, machte er sich wieder auf, überlegte lange, wo er hinfahren soll, bis er dann endlich auf die Idee kam, nach Rockport zu fahren. Dort waren keine Crews in der Art vorhanden, jeder ist da für sich gefahren und so beschloss er, nach Rockport aufzubrechen und begann sich dort mit kleineren Rennen einen Ruf zu erarbeiten. Nach einigen Monaten war er in der sogenannten Newbie-Szene Rockports so bekannt, dass ihn auch die Polizei bemerkt hatte und ein Auge auf ihn geworfen hat. So gelang es ihm, mit einer der ersten in der von der Polizei neu angelegten Blacklist zu werden. Anfangs belegte er Platz 13, wurde aber schnell von Vic und Tess auf Platz 14 verdrängt und später durch den Aufstieg von Razor landete er letztendlich auf Platz 15. Er war immer darauf versessen, als erstes so die neuen Teile an seinem Wagen zu haben. Dies schien sich allerdings mehr auf die Optik des Wagens zu beschränken, da er leistungstechnisch nie wirklich in der Lage war, weiter in der Blacklist aufzusteigen. Nachdem er auch von den ehemaligen Besitzer des M3 GTR besiegt wurde, gab Sony allerdings nicht auf. Er fuhr weiter Rennen, bis sich die Situation in Rockport zuspitzte. Sein Schicksal war vom Unglück bestimmt. Als es zu Rockports größten Polizeieinsatz aller Zeiten kam, in dem nahezu die gesamte Polizei den neuen meistgesuchten in seinem M3 jagte, war Sony ebenfalls unterwegs. Er war auf dem Weg nach Hause, um unterzutauchen, da es überall nur so vor Polizei wimmelte. Auf seinem Weg nach Hause kollidierte er mit einer K9-Einheit der Polizei, die als Verstärkung auf dem Weg zur Verfolgungsjagd war. Er erlitt glücklicherweise nur einen Rippenbruch und wurde gleich nach seiner Behandlung im Krankenhaus verhaftet. Da er aber eher ein kleiner Fisch war, schaffte es sein Anwalt, ihn auf Bewährung rauszuholen. Allerdings verlor er seinen Führerschein und das, was von seinem Golf übrig war, wurde von der Polizei beschlagnahmt und verschrottet. Aber sein Unglück war immer noch nicht vorbei. Kurz darauf bekam er plötzlich wieder eine Vorladung, musste wieder zur Polizei und er wurde ausgefragt. Aber es ging nicht mehr um die Blacklist selbst, es ging plötzlich um die Crews in Pullman City. Denn man fand heraus, dass er bei Rotor 4 eine Weile mitgefahren sei. Und sie wollten alles wissen über den Boss, über die Autos, über die ganzen Crewmitglieder, auch über die Scorpios wurde er ausgefragt und vor allem über Bushido. Natürlich wusste Sony nicht, was bei den Scorpios abgeht oder was mit Bushido los ist, ne? Er war halt nicht direkt in der Crew und kannte sie halt auch nur flüchtig durch die Auseinandersetzung, die sie hatten. Und nach mehreren Verhören wurde er dann letztendlich in der Hinsicht nicht bestraft, sondern auch nur mit dem Hinweis, dass, wenn er hier irgendwelche Falschaussagen macht, natürlich auch wieder in Haft kommen könnte. Aber glücklicherweise wurde daraus nichts. Heute ist nicht mehr viel über Sony bekannt. Manche glauben, ihn in einem Rennen in Palm City gesehen zu haben. Andere behaupten, er wäre nach Olympic City zurückgekehrt und habe sich als Videospielentwickler selbstständig gemacht. Aber man kann wohl sagen, dass er es bereut hat, sich in die Street-Szene eingemischt zu haben. Ja, meine Lieben, das war die erste Folge. Das war die Story von Sony. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So an meinem Erzählstil kann ich bestimmt noch ein bisschen feilen. Ich habe da auf jeden Fall eine Menge Arbeit reingesteckt, viel geschrieben und auch ein bisschen noch mehr dazu gearbeitet, wie gesagt. Es dient ja auch irgendwo der Unterhaltung. Und ja, der nächste wird dann Test sein. Und so geht es dann weiter, je nachdem, wie sich das Format schlägt. Ne? Müssen wir mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Könnt ihr gerne mit einem Like zeigen. Das hilft dem Kanal und dem Video auf jeden Fall. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ihr könnt auch gerne Ideen in die Kommentare hauen zu zukünftigen Fahrern. Ne?
was deren Backstory vielleicht so angeht oder was die vielleicht vorher gemacht haben, was die nachher gemacht haben. Ich denke mal, ihr könnt da so anfangen ab Baron, würde ich sagen, weil ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich schon vorproduziert habe. Wenn das Video hier online geht, kann es halt sein, dass Tess und Vic zum Beispiel schon fertig sind, ne? Könnt ihr gerne mal zuschreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.